Nach kurzer Winterpause ist das Team von Envision Entertainment wieder zurück und hat vorletzte Woche bereits Version 0.12.0 in eure Steam-Libraries gespielt, sodass es euch auch ja nicht auf den Pagonischen Inseln langweilig wird. Daher, alles was das neue Quality of Life Update zu bieten hat, habe ich euch wie gewohnt in den heutigen Pagonia News zusammengefasst. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Naschkatzen aufgepasst! Dieses Video wird euch von der Noshbox präsentiert, über welche ihr euch eine der heiß begehrten ChatGPT Mystery Boxen gönnen könnt, also falls eure Kids nicht schneller sind. Wenn ihr es doch irgendwie schafft, erhaltet ihr hier einen wild von ChatGPT zusammengestellten Mix aus leckeren Süßigkeiten und Softdrinks im Wert von 30 €, was an sich eine ganz lustige Idee ist und auch als Geschenk taugt. Mit einem Kauf über meinen Ref-Link unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal hier, also gönnt euch oder euren Liebsten doch mal was Mystery-Süßes. Bereits seit dem 13. Februar steht euch das erste größere Update in diesem Jahr für Pioneers of Pagonia zur Verfügung. Auch wenn dieses Update das Spiel diesmal nicht um neuen Content ergänzt, verbessert es trotzdem das allgemeine Spielerlebnis erneut deutlich, weswegen sich ein erneuter Blick ins Spiel durchaus lohnt. Grob umschreiben lässt sich dieses Quality of Life Update mit Gameplay-Verbesserungen, der Überarbeitung des Verhaltens der Feinde, dem Rebalancing der Bergbauressourcen und ganz wichtig, der Überarbeitung diverser Gebäude, sodass sich diese viel leichter in einer dicht bebauten Siedlung finden lassen. Aber der Reihe nach. Leder ist im Spiel, speziell auf höheren Schwierigkeitsgraden, eine immens wichtige Ressource und kann schon früh über Sieg oder Niederlage entscheiden, falls ihr über keinen entsprechenden Wald mit Wildtieren verfügt oder das Ganze rechtzeitig durch eine eskalierende Flachsproduktion ausgleichen könnt. Da das Ganze unter Umständen sehr frustrierend enden konnte, wurde das Spiel jetzt so verändert, dass sich durch das Aufforsten neuer oder alter Wälder neue Wildtierpopulationen bilden können, wenn diese dort vorher gelebt haben, die bisher so quasi ausgestorben waren. Somit sollten ab sofort Jäger in Kombination mit einem Förster am richtigen Wald, welcher übrigens in diesem Zug auch ein neues 3D-Modell spendiert bekommen hat, auch mit fortschreitendem Spielverlauf noch was zu jagen haben. Neben den neuen Förstern stand aber vor allem die visuelle Lesbarkeit im Vordergrund, weswegen einige Gebäude dahingehend überarbeitet wurden, was sich viele von euch schon von Anfang an gewünscht hatten. So wurde dem Gildenhaus, in dem ihr nach wie vor mit Werkzeugen diverse neue Berufe einstellt und somit hierauf über das komplette Spiel zugreift, ein neuer markanter Turm spendiert, um sich deutlicher von seinen Nachbargebäuden abzugrenzen. Um sich hier noch mehr vom Rest abzuheben, wurde das Gebäude darüber hinaus von 3x3 auf 4x4 Kacheln vergrößert und braucht nun dementsprechend mehr Platz. Im Falle der neuen Holzwerkstatt wurde dieser Effekt durch eine neue Dachfarbe erreicht. Genauer gesagt bestehen hier nun auch die Dachziegel aus Holz und schaffen nun so den gewünschten Kontrast, um das Gebäude schon von weitem zwischen anderen eindeutig sichtbar zu machen. Damit aber nicht genug, wurde neben der Militärakademie auch die Garnison überarbeitet. Grob gesagt haben beide Gebäude ihren Boden getauscht. So setzt die Militärakademie ab sofort auf einen sandigen Boden, welcher besser zu einem Trainingsgelände passt, während die Garnison, welche ja am ehesten einer robusten Burg gleichkommen soll, nun dafür den steinigen festbebauten Boden übernommen hat. Kleinere Anpassungen gab es auch beim Wachturm durch zur Garnison passender Banner, sowie bei Banditen- und Diebeslager, welche nun mehr auf ihre Bewohner bezogen wurden. Im Zuge der besseren visuellen Lesbarkeit haben aber auch die meisten Bergbau- und Steinbruchvorkommen neue Texturen erhalten, um sich noch deutlicher voneinander abzugrenzen. Gleiches gilt übrigens auch für Laub- und Nadelholzbäume, die sich nun deutlicher in ihrer Färbung unterscheiden. Erwähnenswert ist auch, dass eine Mondschlucht nun besiegt ist, sobald keine Werwölfe mehr in der Nähe sind, auch wenn noch infizierte Menschen dorthin unterwegs sind. Zudem kehren Melthorn nach einem erfolgreichen Überfall früher in ihre eigene Basis zurück. Neu generierte Maps wägen nun besser zwischen Bergbauressourcen, Gegnertypen und neutralen Dörfern ab. Sprich, solltet ihr zum Beispiel eine Map mit vielen Werwölfen spielen, stellt euch das neue System dementsprechend mehr Silbervorkommen zur Verfügung oder stellt die Ressourcen alternativ als Handelsware zur Verfügung oder packt sie dementsprechend in Ausgrabungsstätten für eure Schatzsucher oder macht eben von allem ein bisschen und wägt das Ganze dann noch mit dem gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Es gab aber auch haufenweise Anpassungen am UI,
der Minimap, den Benachrichtigungen und natürlich auch auf der Bugs-Seite, weswegen ich euch oben im i zusätzlich noch das komplette Changelog verlinke, da das jetzt für mich den Rahmen sprengen würde und ich nach meiner Augen-OP noch nicht ganz fit bin und das teilweise im Blindflug für euch aufnehmen musste. Daher führt mein Weg jetzt wieder ganz schnell irgendwo hin, wo es dunkel ist und euch natürlich weiterhin ganz viel Spaß mit Pioneers of Pagonia. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.